Herzlich willkommen auf unserem Kanal magicaldays.de. Wir möchten euch jetzt einfach mit dem Video mal unsere Welt so ein bisschen näher bringen, uns vorstellen und einfach sagen, wie wir zu diesen Disney-Verrückten geworden sind, die wir jetzt sind. Und ich fange dann direkt an. Ich bin der Dennis, bin 42 Jahre alt und habe zu Disney gefunden, wie jeder kleine Bub damals auch, in dem die Eltern mal den einen oder anderen Film mit nach Hause gebracht haben. Im Fernsehen lief da ja nicht so viel und Kino war ja auch nur einmal im Jahr. Trotzdem waren die Geschichten, die da erzählt wurden, einfach für Kinder das Tollste überhaupt. Aber es hat bei mir nie abgeebbt. Ich bin dann weiterhin Fan geblieben. Einer meiner Lieblingsfilme war dann Der Glöckner von Notre Dame. Das ist natürlich nicht unbedingt der idealste Kinderfilm, vor allem nicht zur heutigen Zeit, aber ich war damals total geflasht und verfolge halt Disney weiterhin Jahr für Jahr sehr intensiv und es gibt für mich keine größeren Geschichtenerzähler wie Disney oder auch mittlerweile Pixar, die ja zu diesem Universum dazugehören. Einfach eine großartige Sache. Ja, ich bin Miriam, ich bin 32 Jahre jung und ich bin, wie Dennis auch schon gesagt hat, klar als kleines Mädchen schon zu Disney gekommen, durch die Filme, durch die Figuren, durch die Geschichten. Mein erster Disney-Film war tatsächlich Alice im Wunderland, ist bis heute auch mein Lieblings-Disney-Film und ich verfolge natürlich, wie Dennis auch, verfolgen wir alles, was es bei Disney Neues gibt und Genau, wir haben uns kennengelernt, ganz unabhängig voneinander, dass wir große Disney-Fans sind, haben dann gemerkt, das begleitet uns beide stark und ja, mittlerweile sind wir verheiratet und teilen das verrückte Disney-Leben in Hülle und Fülle. Das bedeutet, wir sammeln ganz viel Disney-Sachen, wir kleiden uns mit Disney-Merchandise. Es ist einfach ein großer Bestandteil von unserem Leben und dazu gehört für uns auch regelmäßig ins Disney World nach Florida zu fliegen und da unseren jährlichen Urlaub zu verbringen. Das ist halt die Sache, die uns miteinander stark verbindet und unsere Liebe weiter erblühen lässt. Also es ist immer ganz gut, wenn man so eine Gemeinsamkeit hat, über die man sich ganz viel austauschen kann, wo man mitfiebern kann, ob es jetzt das Marvel-Universum ist, was zu Disney gehört, etc. etc. Wir sind halt da auch noch so drin verstrickt, dass die Miriam ein komplettes Bein mit Alice im Wunderland tätowiert hat. Wir haben uns zu unserer Eheschließung Lilo und Stitch als Ringersatz tätowieren lassen, ich auf die Wade, die Miriam auch am Bein. Mein ganzer Arm ist mit Disney-Bösewichten tätowiert. Also es geht bei uns auch unter die Haut und wir sind uns sicher, dass wir das auch niemals bereuen werden, dass wir das haben machen lassen, weil es einfach ein großer Bestandteil von unserem Leben ist. Sinn und Zweck von unserem Kanal ist eigentlich unsere Leidenschaft, sprich hauptsächlich das Walt Disney World, euch näher zu bringen, darüber immer wieder aktuelle Themen zu diskutieren, Tipps und Tricks zu geben, unsere Meinung zu verschiedenen Dingen euch kundzutun, all mal die Welt ein bisschen näher bringen, weil ich finde auch, oder wir finden, dass gerade in Deutschland Disney World einen zu kleinen Platz bekommt, weil es wirklich eine tolle Sache ist und viele Menschen stoßen auf einen mit Unverständnis, wenn man erzählt, man fährt 2 oder 3 Wochen in einen Freizeitpark in Amerika. Dann sind die meisten immer sehr, sehr erstaunt und fragen sich, wie kann man denn da so lange bleiben? Man kann auch sogar länger, wenn der Arbeitgeber es mitmachen würde. Wir bereuen da keinen einzigen Tag, den wir da sind, sondern genießen ihn sehr und dafür ist unser Kanal in erster Linie da, um einfach von Walt Disney World zu berichten, um unsere Pläne, euch, wenn wir einen Urlaub planen, euch einfach näher zu bringen, euch zu erklären, wie wir buchen, weil da gibt es auch so einige Tipps und Tricks, die man beachten kann. Das sind so unsere Intentionen hinter diesem Kanal und alle, die sich nur für Disney ein bisschen interessieren und jeden Einzelnen, den wir irgendwie anstoßen können, sich mal Gedanken zu machen, okay, ich habe eine Reise in Amerika gebucht, ich fahre einfach mal nach Florida und besuche das Walt Disney World, wenn auch nur für ein paar Tage, dann sind wir glücklich, den Leuten das nahegebracht zu haben, weil wir eigentlich fest davon überzeugt sind, jeder, der ein bisschen Disney
Faible hat, wird da überwältigt sein und sich da sehr wohlfühlen, weil man redet nicht umsonst von der sogenannten Disney-Bubble, der Disney-Blase, wo man eigentlich, sobald man das Tor zu Disney World reinfährt, einfach sehr unbeschwert ist und genau das, was Walt Disney damals wollte, dass man die Sorgen einfach vergisst, dass man den Alltag vergisst und einfach da einfach lebt und einfach Spaß hat. Das ist tatsächlich so. Also man kann das auch, glaube ich, gar nicht erklären, man muss das einfach erlebt haben, wie das ist, was das für eine eigene Welt ist in dieser Disney-Bubble. Also es ist tatsächlich eine andere Welt. Es ist sehr spannend und sehr faszinierend und es macht einfach Spaß und es tut gut. Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Also es ist halt sehr anstrengend. Wir fahren in der Regel 3 Wochen nach Disney World und sind 3 Wochen jeden Tag in Parks oder Wasserparks oder in der Innenstadt Disney Springs unterwegs und eigentlich den ganzen Tag auf den Beinen. Es ist körperlich verdammt anstrengend, aber kopftechnisch absolut entspannt. Und das ist genau das, was wir brauchen, einfach zu wissen, okay, das ist genau der Urlaub, den ich brauche. Es wird mir ganz viel abgenommen. Es sind nette Menschen da, es sind freundliche Menschen da, auch wenn sie dafür bezahlt werden, aber sie sind einfach alle nett, freundlich und hilfsbereit. Ja. Und das ist das, was man hier so im Alltag auch vor allem in Deutschland ganz gerne mal vermisst und das wird dann da gegeben. Und wir mögen halt den American Lifestyle auch extrem, die Amerikaner, die eher so in den Tag hineinleben und einfach aktuell eine gute Zeit haben wollen. Und auch das spiegelt sich halt in dem Urlaub wieder, in den Freizeitparks wieder, in den Leuten, die man da kennenlernt. Man lernt ganz viele Amerikaner kennen und kommt mit denen ins Gespräch und unterhält sich wirklich ganz nett, kann sich auch wirklich austauschen über Politik, über alles Mögliche. Es ist einfach ein nettes Zusammensein und man geht dann auseinander, sieht sich nie mehr wieder, aber man hat in dem Moment eine gute Zeit. Und das ist ja so, wie die Amerikaner leben und das gefällt uns beiden sehr gut, ist sehr erfrischend und vor allen Dingen ist auch in Amerika die Gelassenheit. Zumindest in der Disney-Bubble. Ja, aber auch tatsächlich auf der Straße und so, wenn man außerhalb von Disney ist, da ist auch, wenn ich bedenke, wenn man die Spur wechseln will hier in der Innenstadt, dann wird man fast geköpft. Da sind die Straßen 7-spurig und man möchte von der rechten auf die ganz linke Spur, weil man merkt, in 100 Meter muss ich abbiegen. Dann wird man da reingelassen. Und ohne Hupen, ohne Handzeichen, ohne irgendwas. Das ist alles so schön, das versucht man immer mitzunehmen nach Deutschland und merkt dann ungefähr nach 2 Wochen ist das passé und man regt sich über den gleichen Mist wieder auf. Das sind so die Beweggründe, warum wir da unheimlich gerne hinfahren, warum wir das sehr genießen, da zu sein. Und ja, dann für viele Menschen stellt sich dann vielleicht noch abschließend die Frage, Paris liegt doch viel näher. Warum fährt man nicht nach Paris? Wir waren tatsächlich zu zweit noch nie in Paris. Also ich war schon 6 Mal, also ich war schon mal in Paris, das ist aber auch schon Jahre her. Ja, ich war noch ein Kind, als ich das letzte Mal in Paris war. Also da gab es, glaube ich, auch nur noch einen Park, also erst einen Park. Mittlerweile gibt es ja sogar 2. Genau, und also Paris liegt zwar wesentlich näher, bietet aber für uns nicht den Urlaub-Flair, den wir brauchen. Also es ist immer gut für so einen Abstecher, aber für uns spielt auch das schöne Wetter in Florida eine große Rolle und auch tatsächlich der Schlag Mensch, den man da mitkriegt. Also die Menschen, die dann in Warteschlangen sind und der Alltag, das ist einfach, passt uns besser. Deswegen springen wir halt nicht so auf diesen Paris-Zug auf, sondern sind eigentlich, wenn schon, denn schon, auf dem Weg nach Florida und genießen dann da unseren Haupturlaub. Auch wenn Disneyland Paris wundervoll ist und auch tolle Attraktionen hat und tolles Flair hat, auf gar keinen Fall. Ne? Es ist ein ganz toller Park, aber für uns jetzt nicht unbedingt das Ziel, wo man jetzt unbedingt hindriftet. Genau, in dem Sinne wollen wir euch jetzt einfach bei unseren Clips, die wir jetzt regelmäßig online stellen werden, viel Freude und Vergnügen wünschen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Dann werden wir so gut wie möglich diese Themen halt beantworten. Und in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß und viel Vergnügen bei unseren Clips. Bis dann!
Tschüss.